Also hier ist keiner. Nein, hier ist keiner da. Ist wirklich keiner da. Ah doch, da sind zwei. Doch, wir sind da. Wieder nicht geklappt. Ja. Es geht nicht darum, zu erkennen, dass da keiner ist oder dass du nicht da bist. Das ist absolut lächerlich. Es geht darum zu erkennen, wer du bist, was du bist, dass das erkannt wird und nicht, dass erkannt wird, dass du nichts bist. Das ist ein Step, wo es an die Grenze geht, wo der Mind hinkommen kann. Also der Mind kann nur bis dahin kommen, dass er erkennt, dass er nicht der Ursprung von allem ist. Das wirkliche Erwachen ist nicht das Erkennen, dass da keiner ist. Das ist nicht die Wahrheit, die erkannt werden kann. Das ist die Wahrheit, die erkannt werden kann vom Mind aus. Aber man könnte sagen, das Denken erkennt, dass es nicht ist. Das Denken erkennt, dass es nicht der Ursprung ist vom Leben. Und das Denken schaut auf das Nichts und erkennt das Nichts. Und Erwachen hat aber mit dem nichts zu tun. Und deshalb sind diese ganzen Sprüche oder Auseinandersetzungen mit hier ist doch keiner oder hier ist nur das, was da ist, sind absolut lächerlich und nicht als Wahrheit repräsentabel. Ja, die hinterlassen ja auch bei vielen, also das merkt man immer mehr, wenn wir manchmal so Meinungen hören oder lesen oder auch sehen von anderen Leuten, dass es einen wahnsinnigen Frust auch auslöst. Ja. Also man hat so das Gefühl, die einen, die wissen, dass sie nichts sind und die anderen, die das wie nicht finden, dieses Nichts. Die sind noch jemand. Genau, die sind noch jemand ja. Und die sind gefrustet, also weil sie das Nichts nicht finden können. Und auch viele, die das Nichts gefunden haben, sind total gefrustet. Sind gefrustet, ja. weil man einfach merkt, also das Nichts ist so, das ist ja auch so, das ist einfach nur ein Zwischenstep. Das ist so auch so kalt, so kühl, so leer, so auch frustrierend. Weil was ist denn im Nichts? Ne? Es tönt gut, nichts, wenn die anderen alle noch wer sind. Aber ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, was da so gut dran tönt. Vielleicht am Anfang unseres Weges oder so, wo wir das gehört haben von der Non-Dualität oder wo wir auch im Satzang gewesen sind, tönt das interessant. Also es ist wie so ein interessanter Satz, oh was, da sitzt jemand vorne, der nicht ist und ich bin hier jemand und so. Ne? Aber lasst euch nicht beirren. Die wirkliche Frage, die euch zu eurem Ursprung bringt und zu wirklich dem, was euch erfüllt, ist die Frage, wer bin ich? Wer bist du? Und nicht, ich bin nichts. Hier ist keiner. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das ist wie so ein Pfeil, der eigentlich geschossen wird in eine Richtung, wo wie was rausholen will. Er will eigentlich rausholen, das, was über dem Mind ist, über dem Denken, dass sich das offenbart. Und das ist nicht nichts. Das ist da. Das ist Ich. Und jedes Ich, was drin ist, in jeder Form, das bist du. Jedes Ich, was erscheint, oder jeder Baum, jedes Geschöpf, was auf der Welt ist, das bist du. Und dazu sagen, du bist nichts, ist wie die Aufgabe vom Denken vor der Unendlichkeit des Universums oder von dem, was eigentlich dazu entdecken gilt. Ja. Und wir können eigentlich nur dazu anraten, nicht da aufzugeben, sondern eigentlich wie tiefer zu forschen. Weil wenn man sich mit dieser Aussage zufrieden gibt, sitzt man da als nichts und verpasst eigentlich das Leben, was gelebt werden will. Du verpasst eigentlich die Schönheit von diesen vielfältigen Ichs, die in Erscheinung treten. Und das ist was, wo niemals tiefe Freude oder ein Frieden oder eine Lebendigkeit auslösen kann,
das Nichts als deine Heimat zu sehen, also als das zu sehen, was du bist, löst Frustration, Depression und nicht leben wollen aus. Auf kürzer oder länger. Ne? Ja, weil ich wollte gerade sagen, am Anfang ist es manchmal, also wenn man anfängt zu merken, ich bin das nicht, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin mehr als das, dann ist das manchmal sehr Befreiend, ne? befreiend und mega erleichternd, Ja. ne? Weil wirklich wie so eine Altlast von dir abfallen kann und das fühlt sich erstmal gut an und deshalb ist es auch ein wichtiger Schritt, manchmal wie zu sehen, was man alles nicht ist, also was Ja. man so angesammelt hat, meine ganze Geschichte, meine ganzen Erinnerungen, mein ganzes... Aber wir haben oft einfach so die Schnauze voll von unserem Leben oder von dem Leben, dass sich das wie gut anhört. Ja, ja. Ne? Also wenn wir das dann Ja, wie... und auch gut anfühlt Ja, erstmal. Ja. ja. Ne? Und wenn wir euch jetzt sagen, oh, es wird noch schlimmer, ihr seid das ganze Leben, es kommt eigentlich noch mehr eigentlich auf euch, als was ihr schon gedacht habt, was ihr loswerden könntet oder so. Ne? Aber ihr seid in der Essenz das ganze Leben, jegliche Erscheinung, die da ist das, was ihr seid. Und für die Wahrheit braucht es vielleicht auch eine gewisse Reife. Ne? Könnte man sagen. Ne? Ja. Aber die jetzt vielleicht diese Worte hören oder das Video schon so lange geguckt haben, wahrscheinlich hast du diese Reife. Ja, und es lohnt sich da auch weiter zu gehen und da weiter zu forschen. Also wenn du das hörst und du kennst das vielleicht, dass du in diesem Nichts stecken geblieben bist oder dass dich das frustriert hat oder ja, geh weiter und forsche weiter und guck, was du wirklich bist. Und schau sonst, was es für einen Abstand aufbaut. Einen Abstand zum Leben, wenn du nur das, was du jetzt hier siehst, als dein Zuhause siehst, als dein Nicht-Ich siehst. Also wie das dich auch trennt eigentlich von der Urgewalt irgendwie vom Leben und der Schönheit von allem und auch der Schönheit, jemand zu sein. Es ist nicht falsch, jemand zu sein. Nein, im Gegenteil. Das ist eigentlich das, was uns menschlich macht und was wir auch brauchen auf dem Weg des Erwachens. Diese Menschlichkeit zu entdecken, dass wir das alles sind und nicht, dass wir niemand sind. Und das bringt auch wieder diese Wärme, die Wärme vom Leben Ja, und nicht genau. dieses kalte Abgetrenntsein vom Nichts, sondern... Und die Verletzlichkeit. ja. Ne? Ja. Es kommt auch wieder die Verletzlichkeit, weil ein Ich halt auch vergehen kann. Und du kannst wie vergehen. Also in dir ist was nicht vergeht und was vergeht. Und wir haben oft einfach wie so Angst, uns mit dem auseinanderzusetzen. Ne? Und deshalb ist eigentlich so wichtig, wenigstens von uns aus, da weiter zu forschen und das nach vorne kommen zu lassen, was tatsächlich lebt und was du tatsächlich bist. Ja. Ich glaube, es ist gut. Ne? Alles Liebe dir. Alles Liebe.